Die Gruppenausstellung The Invented History setzt ihren Fokus auf einen kritischen Umgang mit Geschichtsschreibung. Also wie historische Begebenheiten aus einer Machtposition heraus festgeschrieben und überliefert werden. Die Idee zu der Ausstellung hatte ich schon recht lange, aber in meiner Wahrnehmung wurde es immer dringlicher, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Populistische Staatschefs und antidemokratische Regierungen bemächtigen sich immer stärker historischer Narrative, verändern oder verschweigen sie. Ja, es sind insbesondere Künstlerinnen, die eine besondere Sensibilität im Umgang mit diesem Thema haben und Werke entwickeln können, die diesen Tendenzen entgegenstehen. So können verdrängte Ereignisse und ungehörte Stimmen ins Bewusstsein gerückt werden. Bei der Konzeption von The Invented History kam es mir insbesondere darauf an, verschiedene künstlerische Herangehensweisen zu zeigen. Ein Ansatzpunkt für die Annäherung an dieses Thema ist zum Beispiel die Arbeit mit der eigenen Biografie und dem Familienarchiv. Die Künstlerin Ramesh Daha setzt sich in ihrer Arbeit Unlimited History Sigmund Klein mit dem Schicksal ihres Stiefgroßvaters auseinander, einem österreichischen Juden, der von den Nazis verschleppt und 1942 im KZ Ravensbrück ermordet wurde. Akram Zattari ist der Mitbegründer der Arab Image Foundation, die sich um das fotografische Erbe des Nahen Ostens kümmert. In seiner Serie Faces to Faces nutzt Akram Zattari Glasnegative aus den 40er Jahren, die während der Lagerung versehentlich zusammengeklebt sind, und wählt hier insbesondere diejenigen Bilder, bei denen Porträts libanesischer Zivilisten mit denen von französischen Soldaten verschmolzen sind. Zattari spiegelt so die schicksalhafte Verbindung zwischen dem Libanon und der damaligen Mandatsmacht Frankreich. Eine besondere Form der Geschichtsschreibung bildet die Auseinandersetzung mit einer imaginierten Zukunft. An dieser Stelle setzt auch Yael Bartanas Objektserie Rest in Peace an. Sie spricht von einer Utopie, in der Waffen als Fossilien das Relikt einer überwundenen Zivilisationsstufe darstellen. Der schottische Künstler Andrew Gilbert beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit den Gräueltaten des Britischen Empires in den afrikanischen Kolonien. In seinen Papierarbeiten kombiniert er fiktive Situationen mit historischen Begebenheiten und bringt sich mit seinem Alter Ego General Andrew selbst in das Geschehen ein. Für diese Ausstellung überführt Gilbert General Andrew auch in die Form einer Skulptur. Und wie es ganz typisch für seine Arbeitsweise ist, kombiniert er hier zum Beispiel den Kilt mit High Heels und persifliert damit die militärische Uniform. The Invented History zeigt, dass Geschichte mehr ist als eine reine Ansammlung von Daten und Fakten. Geschichte muss immer als etwas anderes betrachtet werden als eine lineare Abfolge von eindeutigen Ereignissen.